Coming up next, Jeanette has the pleasure of speaking with Hakan Özkan from Ludus Architekteningenieure, who will explore his unique experience with Allplan. Als nächstes darf ich Hakan Özkan von Ludus Architekteningenieure begrüßen. Hakan ist Head of BIM und seit 2016 Teil des Teams. Seit 2022 ist er für die Koordination komplexer BIM-Projekte verantwortlich. Hallo Hakan, schön, dass du heute beim Allplan 2025 Launch-Event dabei bist. Kannst du uns bitte einen kurzen Überblick über euer Büro geben und auf welche Projekte ihr euch spezialisiert habt? Hallo Janet, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation mit 70 Jahre Erfahrung. Wir sind eines der führenden Planungsbüros für hochkomplexe Bauprojekte im Gesundheitswesen. Wir haben aktuell 95 Mitarbeiter an 3 Standorten und planen und realisieren schwerpunktmäßig Krankenhausbauten. Dazu gehören neben Hightech-Kliniken mit OPs, Intensivstationen, Notaufnahmen auch Forschungseinrichtungen und Laborbauten. Das ist spannend, vielen Dank. Wie unterstützt euch Allplan denn bei der Bewältigung eurer täglichen Herausforderungen, insbesondere bei diesen komplexen Krankenhausprojekten? Durch die Größenordnung unserer Projekte und den komplexen Planungsvorgängen ist für uns einer der wichtigsten Themen natürlich die Effizienz und die Flexibilität, was ein CAD-Programm bieten muss. Und das ist von sehr großer Bedeutung, vor allem bezogen auf das Änderungsmanagement, weil wir sehr lange Planungszeiten natürlich haben bei solchen großen Bauprojekten. Und da ist in Allplan gerade die Bauwerkstruktur für uns ein Thema, was uns natürlich sehr behilflich ist, weil wir da sehr flexibel mehrere Gebäude mit unterschiedlichen Höhenangaben quasi anbinden können. Wir haben etlich viele Werkzeuge, die gerade für diese Menge an Informationen, die wir in diesen Projekten wirklich pflegen müssen, behilflich sind. Da geht es von der Filterung von den Objekten über den Objektmanager, dass man da wirklich über Zehntausende, Zwanzigtausende Bauteile hat, die man da wirklich strukturiert sich anzeigen lassen kann und auch bei Bedarf modifizieren kann. Ein anderes Thema ist natürlich neben der aktiven Bearbeitung der Projekte die Auswertung unserer Modelle in unterschiedlicher Richtung. Das heißt, wir haben in sehr frühen Leistungsphasen natürlich auch das Thema der Mengenermittlung. Wir müssen eine Kostenschätzung in der Leistungsphase 3 erbringen und die Kostenberechnung und natürlich auch die Ausschreibung. Und da ist das natürlich für uns in der Größe der Projekte ein sehr großer Vorteil, diese Datenmengen zu handeln, indem wir die Projekte wirklich scharf in 3D modellieren und dementsprechend dann auch über unterschiedliche Möglichkeiten wie Reports oder also durch unterschiedliche Add-ons unsere Daten quasi aufwerten können und auch der Ausschreibung zur Verfügung stellen können. Das Thema geht natürlich auch weiter. Neben der Auswertung für die Kosten müssen wir auch natürlich gerade im Laufe der Leistungsphase 5 mit vielen Listen arbeiten. Ein großes Thema sind bei uns die Türlisten, weil das extrem komplexe Bauteile sind, die mit sehr vielen Informationen gefüttert sind. Und auch Raumlisten ist ein sehr großes Thema bei uns. Und wir pflegen unsere Türen, Räume, alle Bauteile eigentlich so gut wie es geht von Anfang an sehr scharf, damit wir im Nachgang, wie man so schön sagt, mit 2 Mausklicks dann unsere Türliste generieren. Und das hat sich in den letzten Jahren auch sehr stark gewandelt bei uns, wo wir früher immer eine Mischung aus Generieren hatten, dann teilweise händisch daran gearbeitet, sind wir wirklich aktuell an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, es wird nur noch im Modell gearbeitet und es wird nur noch aus dem Modell generiert. Wir arbeiten nicht mehr aktiv selber in den Listen, sondern generieren eigentlich nur noch. Und ein dritter Punkt, der
für den Krankenhausbau auch sehr wichtig ist, ist die Individualität, die uns das Programm zur Verfügung stellt quasi. Wir haben einen eigenen Bürostandard, den wir etabliert haben. Und wir müssen dennoch innerhalb der Projekte immer die Möglichkeit haben, individuell auf die Projekte bezogen Änderungen an diesen Standards vornehmen zu können, weil jedes Projekt ist anders. Dann haben wir mal 3 Gebäude, dann haben wir mal 2 Gebäude. Oder der Plankopf soll anders aussehen, weil der Bauherr das gerne wünscht. Und die Möglichkeiten, die wir da haben, sind durch die Kombination der Bauwerkstruktur, dem Ebenenmanager und auch der Zeichnungstypen und den ganzen Darstellungsparametern, ist uns das sehr gut gelungen, das so zu integrieren, dass wir bei Bedarf wirklich mit wenigen Klicks vollständige Pläne anders aussehen lassen können, zum Beispiel über die Zeichnungstypen. Die Möglichkeit, eigene Bauteilbibliotheken zu erstellen, weil wir haben jetzt nicht die, ich sag mal ganz vorsichtig, die 0815 Bauteile, die es im üblichen Wohnungsbau, sage ich mal, gibt, sondern das sind schon hochkomplexe Bauteile. Und es ist natürlich für uns sehr gut, dass wir gerade in der Abteilung der Administration diese Bauteilkataloge erstellen können und die allen Modellierern hier bei uns zur Verfügung stellen können. Und also, dass wir quasi maßgeschneidert modellieren können, ja, mit komplexe Konstruktionen wie Fassaden, dass wir immer die Möglichkeit haben, durch unterschiedliche Mittel an dem Punkt anzukommen oder das Gebäude wirklich so zu bauen, wie es tatsächlich gebaut wird. In unserem Vorgespräch hast du die intensive Nutzung der Durchbruchsplanung mit Allplan erwähnt, insbesondere seit den Verbesserungen im letzten Allplan-Update. Was schätzt ihr besonders an diesem Workflow? Ja, die Durchbruchsplanung ist natürlich ein sehr intensives Thema, auch gerade im Krankenhausbau, wo sehr viele Fachplaner auch natürlich mit an Bord sind. Und das war in der Vergangenheit, auch bevor wir aktiv mit BIM gearbeitet haben, immer eine große Herausforderung. Wir haben uns natürlich wir haben uns zu dem Zeitpunkt, wo wir den Schritt in Richtung BIM gegangen sind, erhofft, dass wir auch in dem Bereich Erleichterung finden werden. Und zur Vorgehensweise ist es so, dass wir die Abstimmung dieser Durchbrüche vorab in Solibri durchführen, anhand von eigenen Regelsätzen. Ähm, Nachdem die Durchbrüche in Solibri geprüft sind, abgestimmt sind mit den Fachplanern, der TGA und auch dem Statiker, werden diese koordinierten Durchbrüche in Form von Modellen. Wir haben dann Durchbruchsmodelle, die wir von den Fachplanern zur Verfügung gestellt bekommen. Können wir die in iPlan reinladen und automatisiert Aussparungen dann quasi in 3D erzeugen lassen. Das ist schon mal ein großer Vorteil, dass wir in unserem Modell, wo wir ja auch die Fachplanerinformationen, die Leitungen, Trassen etc. auch drin haben, dass man da wirklich auch reingucken kann. Gerade für unsere Modellierer ist es auch immer eine Sichtprüfung. Die arbeiten da jeden Tag stundenlang in diesem Modell und dass die da dann auch mal sehen, wie das geplant ist oder wenn da wirklich Fehler sein sollten, dass die dann auch sehr schnell auffallen. Was ich an dem Workflow schätze in dem Zusammenhang ist natürlich das automatisierte Erzeugen der Durchbrüche. Wir müssen nicht jeden Durchbruch einzeln angeben. Das wäre auch fatal bei über 2000 Durchbrüchen. Also das ist schon mal ein großer Vorteil, dass wir wirklich da diese automatisierte Erzeugung der Durchbrüche haben. Ein sehr großer Vorteil für mich als BIM-Gesamtkoordinator ist natürlich auch das Mapping der Attribute aus diesen Durchbruchsmodellen. Wir kriegen ja von den Fachplanern die Durchbruchsmodelle. Da haben wir vorher abgestimmt, welche Attribute mitgeliefert werden sollen in diese sogenannten Provision for Voids. Und beim Erzeugen der Aussparungselemente innerhalb von iPlan können wir dann sagen, wir möchten gerne Attribut A, B und C gerne mappen auf unsere eigenen Attribute. Und dann kommt nämlich der große Clou, dass wir anhand dieser Attributwerte in unseren Aussparungen über Beschriftungsbilder dann auch vollautomatisiert unsere Durchbrüche beschriften können, wo die Höhenangaben drin stecken, welches Teilgewerk hat diesen Durchbruch vorgeschlagen, etc.
Und das ist natürlich, also diese Ableitung ist natürlich super, dass da automatisiert wirklich sowohl die Infos der Attribute als auch die Lage des Durchbruchs dargestellt wird. Und somit haben wir natürlich im Ganzen eine modellbasierte Übernahme der Aussparung und der benötigten Attribute im Architekturmodell, was natürlich auch in die Ausführungspläne reingehört. Du erwähntest auch das neue Issue-Management-Tool BIM Collab, das jetzt nahtlos in Allplan integriert wurde, wodurch ihr euch direkt aus Allplan mit eurem BIM Collab-Projekt verbinden könnt. Wie verbessert das eure tägliche Planungsarbeit? Ja, da bin ich persönlich als Gesamtkoordinator meiner Rolle auch ein großer Fan von. Wir haben BIM Collab in den meisten Projekten hier auch als Plattform für unser Issue Management. Und sowohl für mich als Gesamtkoordinator als auch für die eigene Modellqualität der Architektur ist BIM Collab für uns von großer Bedeutung. Und die Schnittstelle in iPlan hat uns dementsprechend einen sehr, sehr großen Vorteil gebracht, dass wir diese gesamten Issues, die wir sammeln, natürlich in iPlan direkt anwählen und bearbeiten können. Also das ist schon mal der Fakt eins. Da spielt es auch jetzt unbedingt nicht so eine große Rolle, ob es Issues sind, die mit der Gesamtkoordination zu tun haben oder ob es um die eigene Modellqualität geht. Aber ein wesentlicher Vorteil, den wir auch durch diese Schnittstelle haben, ist, dass wir innerhalb von iPlan ja auch selber Issues erzeugen können, die dann quasi auf BIM Collab dann landen. Das heißt, wir haben auch interne Themen, die jetzt nichts mit der Gesamtkoordination zu tun haben, sondern planungsrelevante Themen, die nichts direkt mit der Modellierung zu tun haben, wo man sich einen Screenshot in iPlan erstellen kann über die Schnittstelle, dem dann eigenen Kollegen auch zuweisen kann und sagen kann, bitte schau dir den oder den Punkt nochmal an oder einen Hinweis, dass wir bitte an die und die Thematiken noch denken müssen, dass das noch eingearbeitet werden muss. Von daher ist es für uns durch diese Schnittstelle, die es jetzt in iPlan gibt, mit BIM Collab eigentlich eine zentrale Kommunikationsplattform auch. Okay. Du hattest bereits im Vorfeld die Möglichkeit, einen Blick auf die neuen Features in Allplan 2025 zu werfen. Welche davon haben dein Interesse besonders geweckt und warum? Ja, da war ich sehr gespannt darauf, auf die Neuerungen in iPlan 25. Ich habe da bei den Neuerungen, die sind alle vorteilhaft, aber wenn ich mir zwei wesentliche raussuchen dürfte, wäre das für mich als Gesamtkoordinator das Thema IDS, weil das ein sehr großes Thema jetzt auch in der Zukunft sein wird und es ist natürlich von großem Vorteil, wenn wir seitens Bauherr oder innerhalb des Projektes Attributanforderungen haben, die wir mit iPlan dann erstellen und über vordefinierte Regeln natürlich dann überprüfen können. Das ist ein sehr großer Vorteil für uns. Und wenn ich aus Modellierersicht das betrachte, weil ich modelliere ja auch selber noch in den Modellen, ist natürlich ein lang ersehntes Feature das parametrische Werkzeug für schnelles Modellieren von abgehängten Decken, weil das ist gerade im Krankenhausbau, da ist innerhalb der Abhangdecken sehr, sehr viel Technik drin. Da ist alles rappelvoll. Und für uns ist es natürlich wichtig, da Werkzeuge an der Hand zu haben, was den ganzen Workflow natürlich beschleunigt. Das heißt, wir haben auch Deckenpläne, also wir erzeugen auch Deckenpläne, wo Leuchten, Drallauslässe, Sprinkler etc. auch als Information vorhanden sind. Und es ist jetzt super, dass wir ein Werkzeug an die Hand bekommen, wo wir gerade bei Rasterdecken auch auswählen können und sagen können, ich möchte gerne dieses Feld ausgespart haben, weil da eine Leuchte reinkommen muss. Das heißt, dieses komplexe Bauteil der Abhangdecke wird seiner Bedeutung dadurch meiner Meinung nach gerecht durch das eigene Werkzeug. Super, wunderbar. Das freut uns natürlich. Vielen Dank, Hakan, für deine Einblicke und dafür, dass du uns gezeigt hast, wie ihr Allplan in der Praxis einsetzt. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei euren Projekten. Übrigens gibt es demnächst auch einen Beitrag über ein Projekt von Ludis Architekten auf unserem Blog. Vorbeischauen lohnt sich also. A big thank you both, Janet and Hakan, for sharing such
valuable insights. Now, Jeanette will dive into another conversation with Daniel Dorner from Sandra Hofrichter Architekten, discussing his views on the role of Allplan in large construction projects. Our next speaker at the Allplan 2025 launch event is Daniel Dorner from Sandra Hofrichter Architekten, a highly qualified architect specialized in large building projects, particularly in the healthcare sector. Since joining Sandra Hofrichter Architekten in 2022 as BIM manager, Daniel has been instrumental in optimizing BIM processes for complex projects. His impressive career also includes roles at renowned firms such as Werner Traxler Richter and Vollack, as well as various firms in Amsterdam. Welcome, Daniel. It's an honor to have you with us today. It's my pleasure. Thanks for having me. Could you start by telling us a little bit about Sandra Hofrichter Architekten and the types of projects you focus on, particularly in the public sector? Sure. Sandra Hofrichter is an innovative architectural firm with over 90 years of tradition. We have a headquarter in Ludwigshafen am Rhein and 8 additional offices across Germany. With around 300 employees, Sandra Hofrichter is one of the largest architectural firms in the German-speaking world. We are not only designing buildings, we also offer intelligent building concept, integrated design services, and on-site construction services. And all this is based on the continuous development of our expertise in all areas of planning, always considering functional, aesthetic, and sustainable aspects. Sandra Hofrichter focuses on designing and realizing hospitals, mental health centers, schools, laboratories, and many other buildings that serve our society. Our motto is, "We create spaces for people." As you mentioned, you are involved in some incredibly complex hospital projects which come with unique challenges. How does Allplan help you manage this complexity? And what specific features do you find most valuable in your day-to-day work? As you already said, we are often working on large public buildings, and planning becomes increasingly complex as the project progresses. Allplan's multi-file system allows us to structure highly complex projects sensibly, and also to work on large buildings in a single Allplan project, without having to split the building and making our team switch between different parts of the project. We see this as a great advantage. In our previous conversation, you stressed the importance of an consistent workflow. Can you tell us how this works in practice, especially in the context of managing large multidisciplinary projects? The most important thing is a continuous and consistent workflow with as little information loss as possible. For us, this means that we store almost all of our planning information in our models. A good example is the use of spaces in Allplan. From the beginning on, when we create the spaces in Allplan, using an Excel file of the architectural program, to the ready-to-build model in execution phase, it is always the same spaces that we use. The space may change location and shape, but it remains the same space that gets enriched with more information from design phase to design phase. You've had the chance to explore the new features of Allplan 2025. What are you most excited about, and how do you see these features improving the efficiency and sustainability of your projects? I really do like the information palette. As a BIM manager, I often work with the semantic data in the models. I used to export model data to an Excel sheet, work with the data, probably correct it, and import the data back again. With the information palette, I can do all this directly within Allplan. I can sort the data, correct it, make sure I use the correct information for whatever I want to use it.
At Sander Hofrichter, we use the model information, for example, for sustainability calculations, as well as for cost estimation and cost calculation. As we strive for sustainability in all our projects, we use the model data to benchmark our buildings throughout the design phases. Starting early, we are still able to adjust the construction and the materials of the building. Changes with a big impact on sustainability can still be made. Or, in other words, if you start benchmarking sustainability when the design is already fixed, it's hard to make major changes. Collaboration, as you said, with your design partners is crucial in your business. Are there any new tools and improvements in Allplan 2025 that will help streamline this collaboration and improve project outcomes? Yes, there's another function I like, and that's the XREF or Reference Manager. As we are often designing complex buildings, we are working together with all kinds of engineers and specialists who bring their expertise for creating the best integrated design. Exchanging IFC and DWG files is essential for the interaction with those specialists. The XREF Manager helps us with this process. It shows all used XREF files in a list, including the file path and the latest date. That makes it easy to check, organize, and exchange external files in our Allplan projects. Thank you, Daniel, for sharing your insights and experiences with Allplan. It's been a pleasure to have you here, and we look forward to seeing how Allplan continues to help you and other architects realize ambitious and complex projects like the ones you're working on. We wish you the best of luck in your future endeavors. Thank you and take care. Thank you very much. Thanks. Thank you, Janet and Daniel, for the enriching discussion. It's great to see how Allplan helps managing large projects.